Hardware-Wallets sind eine absolute Pflicht, wenn ihr mit Kryptowährungen hantieren und in diese investieren wollt. Bisher waren die Basismodelle der Marke Ledger für uns die allererste Wahl. Doch auch andere Eltern haben wirklich schöne Töchter. Deshalb kommt heute ein Testbericht zum OneKey Classic One S. Freut euch darauf, bis gleich. So meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute gibt es mal wieder was zum Thema Technik. Wir beschäftigen uns mit Hardware-Wallets und wie wir euch im Intro schon angeteasert haben, ist diese eine absolute Pflicht. Bisher war für uns der Nano S Plus der Marke Ledger ja allererste Wahl. Den haben wir bisher immer verwendet. Warum? Er ist relativ handlich, er ist günstig mit seinen 49 € und funktioniert einfach. Wenn ihr am Ende des Videos feststellen solltet, dass dieses Modell trotzdem weiterhin von euch präferiert wird, guckt gerne mal in die Videobeschreibung, da findet ihr einen Link zum Ledger Shop und ihr könnt mit der Benutzung des Links einmal diesen Kanal hier unterstützen, bekommt aber selber auch einen gewissen Betrag in Bitcoin geschenkt, abhängig davon, für welches Modell ihr euch entscheidet. Heute schauen wir uns den OneKey Classic One S etwas genauer an, der uns dankenswerterweise von OneKey selbst gratis zur Verfügung gestellt wurde, damit wir eben diesen Testbericht erstellen können. Vielen Dank auch an OneKey für diese Möglichkeit und vor allem den schnellen Versand. Das heutige Video wird sich in 3 verschiedene Hauptsegmente aufteilen. Erstens werden wir uns ein bisschen mit dem Unboxing beschäftigen. Das bedeutet, dass wir die Frage beantworten, was euch beim Auspacken denn so alles beim OneKey Classic One S erwartet. Im zweiten Teil werden wir uns der Einrichtung widmen. Wie einfach ist es also, den OneKey einzurichten, welche Software bringt er mit und so weiter und so fort. Und im dritten und letzten Teil werden wir uns der Web3-Kompatibilität widmen. Wie ihr wisst, ist dieser YouTube-Kanal schwerpunktmäßig mit dezentralisierten Finanzen ausgestattet, beziehungsweise damit beschäftigen wir uns relativ oft. Deswegen wollen wir uns einfach fragen, wie gut klappt denn das Interagieren im DeFi-Space mit dem OneKey Classic One S und wie gut lassen sich solche dezentralen Protokolle wie Aave oder Lido mit dem OneKey denn überhaupt bedienen. Mit dem gesagt, starten wir. So, wir starten einfach mal mit dem Unboxing. Wir werden euch zu den Beobachtungen, die wir gemacht haben, das Unboxing-Video hier in diesem Segment zeigen, sodass ihr zu dem, was wir sagen, noch gleichzeitig beobachten könnt, wie denn die ganze Sache tatsächlich aussieht. Grundsätzlich ist uns mal aufgefallen, dass die Verpackung relativ schlicht, aber auch schön ist und vor allem frustfrei. Es gibt ja immer mal wieder Produkte, bei denen man schon beim Auspacken den schieren Collar bekommt. Das ist definitiv bei OneKey nicht so. Die Erfahrung war also mal relativ angenehm. Der Inhalt, wie ihr jetzt in den nächsten 1 bis 2 Minuten sehen werdet, gestaltet sich folgendermaßen. Natürlich einmal die Hardware Wallet, wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Dann diverse Anleitungen, Schnellstartanleitungen, aber auch Hinweise. Einige Sticker sind mit dabei, ein Recovery Sheet, sodass ihr eure Wiederherstellungsphrase gleich auf Papier bringen könnt und ein USB-C zu USB-C-Kabel. Die Wallet selbst macht einen relativ hochwertigen Eindruck. Sie ist schön schlank, liegt gut in der Hand und hat eine wirklich angenehme Haptik, auch was die Druckknöpfe und die Oberflächenbeschichtung angeht. Allerdings haben wir uns natürlich diesbezüglich auch die Frage gestellt, ob die Stabilität hier gewährleistet ist. Weil diese Wallet gerade so dünn ist, könnte es natürlich sein, dass sie relativ schnell bricht, wenn ein bisschen mehr Kraft darauf ausgeübt wird. Beim Ledger Nano S Plus, der eine Metallummantelung hat, der dadurch eben viel besser geschützt wird, könnten wir uns vorstellen, dass der bei weitem nicht so anfällig ist. Und das ist eventuell ein Kritikpunkt. Allerdings haben wir hier keine Belastungstests ausgeführt. Was sehr positiv ist, ist der Umstand, dass der OneKey mit einer Folie oder einem Siegel verpackt wurde, welches dauerhaft beschädigt wird, sobald man dieses einmal öffnet. Das bedeutet, wenn ihr das Siegel einmal entfernt habt, dann ist es unmöglich, das Siegel wieder so anzubringen, dass es nicht sichtbar wäre, dass es bereits geöffnet wurde. Und das schafft natürlich Vertrauen, dass die Wallet hier nicht manipuliert ist. Weiterhin ist es auch so, dass wir das Modell mit Akku bekommen haben.
Es gibt auch ein Modell ohne Akku, das kostet dann 20 € weniger, und es gibt noch eine Bitcoin-Only-Version des OneKey Classic. Das bedeutet im Endeffekt, dass die Firmware des Gerätes so abgespeckt wurde, dass nur Bitcoin darauf gehandhabt werden kann, was natürlich dazu führt, dass auch weniger Angriffsvektoren vorhanden sind und die ganze Firmware noch einmal sicherer ist und definitiv auch weniger Hintertüren haben könnte. Kommen wir im nächsten Punkt zu der Einrichtung der Wallet. Das bedeutet, ihr packt diese aus, startet diese, was ist dann im Endeffekt zu tun. Dann ist die Bedienung bzw. die Einrichtung sehr, sehr einfach und intuitiv, weil durch die einzelnen Menüpunkte gerade zur Erstellung eurer Seed-Phrase hier sehr, sehr gut und verständlich durchgeführt wird. Momentan sind 8 Sprachen verfügbar, das ist also eine sehr schöne Auswahl. Bei Ledger kann ich mich noch gut daran erinnern, dass am Anfang nicht mal eine deutsche Sprache zur Verfügung gestanden ist, sondern nur tatsächlich Französisch und Englisch. Das macht OneKey hier bedeutend besser, da auch die deutsche Sprache gleich verfügbar ist und auch die Übersetzung ist wirklich solide, sodass man sich hier nicht fragt, was eigentlich von einem gewollt wird. Was sehr positiv bei der Einrichtung ist, ist der Umstand, dass bei der Generierung der Seed-Phrase auf dem Gerät noch einmal geprüft wird, ob ihr dann auch diese 24, 18 oder 12 Wörter richtig abgeschrieben habt. Und das ist natürlich gerade für Anfänger sehr, sehr gut, weil hier die Fehlerwahrscheinlichkeit, dass irgendetwas mit der Seed-Phrase ungünstig angestellt wurde, minimiert wird. Wenn ihr dann die Seed-Phrase erfolgreich erstellt habt und das Gerät an sich jetzt startbereit ist, wird noch einmal über die hauseigene Software, die OneKey-Software, zum einen im ersten Schritt die Echtheit überprüft. Das heißt, über den Chip, der eine Seriennummer im Inneren trägt, wird über die Software überprüft, ob es auch wirklich um ein offizielles OneKey-Produkt handelt oder ob ihr irgendwelchen gefälschten Geräten aufgesessen seid. Und natürlich wird geprüft, ob die Firmware des Gerätes aktuell ist, sodass ihr auch bezüglich der Sicherheitslücken immer up-to-date seid. Als wir zu diesem Schritt gekommen sind und eben die Echtheit sowie die Aktualität überprüfen wollten, hatten wir zuerst Verbindungsprobleme und wir waren schon etwas skeptisch, ob die ganze Sache auch wirklich funktioniert. Das lag aber tatsächlich nicht am OneKey, sondern an dem Kabel, das wir für uns verwendet hatten. Nachdem wir das Kabel, das mitgeliefert wurde, verwendet hatten, klappte die Verbindung einwandfrei. Falls ihr also dieses Problem selbst haben solltet, dann liegt es nicht an OneKey, dann liegt es einfach an eurem benutzten Kabel. Die Software an sich finden wir sehr gut, die ist relativ übersichtlich, wie ihr hier auch seht, und bisher ist es so, dass wir auch keinerlei anderen Funktionen vermissen. Von daher sehr gute Programmierarbeit von OneKey hier auch geleistet. Jetzt kommen wir zum dritten und letzten Abschnitt. Wir stellen uns die Frage, ob die OneKey Wallet auch mit Web3 Applikationen und Wallets kompatibel ist und man dann eben auch mit der OneKey Wallet im DeFi-Space agieren kann. Das ist ein sehr kritischer Punkt, weil einem die beste Hardware-Wallet nichts nützt, wenn man keine DeFi-Protokolle damit benutzen kann. Und hier ist es tatsächlich so, dass die Basismodelle von OneKey mit Metamask beispielsweise nicht kompatibel sind. Nur die Pro-Variante kann hier mit Metamask verbunden werden, weil sie ein spezifisches Verbindungsprotokoll auch nutzt. Also nochmal, Metamask und OneKey Classic Modelle sind nicht miteinander kompatibel. Anders sieht es bei der Rabby Wallet aus. Da gibt es schon eine separate Integration für die Basismodelle und auch natürlich für die Pro-Variante von OneKey. Das funktioniert also. Allerdings ist hier kritisch zu erwähnen, dass die Importierung von Wallet-Adressen der OneKey Wallet in die Rabby Wallet erst funktioniert, wenn ihr auch die dazugehörigen Konten, sprich die ganzen Seed-Phrasen auf dem Gerät aktiviert habt. Dafür geht ihr hier in die OneKey Software hinein, wählt die Blockchains aus und geht hier auf Portfolio und wählt komplett alle an, drückt hier auf Erledigt und dann dauert es etwa 2 bis 3 Minuten, bis auf dem Gerät dann die ganzen Konten aktiviert werden. Erst danach ist der Adressimport in der Rabby Wallet möglich. Ansonsten kringelt der Kreisel beim Import ewig lang, es geht nichts voran. Das ist also der Fehler, den ihr vorher auszumerzen habt. Warum ist die Integration in Metamask so wichtig? Naja, relativ einfach. Es gibt einige DeFi-Protokolle, die haben noch keine Rabby-Integration und somit sind wir darauf angewiesen, dass Metamask auch benutzt werden kann. Das ist also ein kritischer Punkt. Metamask ist für die Verwendung obligatorisch. Stellt sich natürlich die Frage, ob das ein Deal-Breaker ist. Ist das ein Knockout für die OneKey Wallet? Nein, bei weitem nicht. Warum? Weil es in der OneKey Software, gehen wir einmal noch zurück, hier nämlich die Funktion Browser gibt. Das bedeutet also, dass ihr über
die Software eigene Benutzeroberfläche, das dementsprechende Protokoll über das Internet ansteuern könnt und dann quasi anstatt der Web3 Wallet, die als Brücke zum Protokoll genutzt wird, hier der Browser verwendet wird. Und das ist natürlich relativ intelligent gelöst worden und ersetzt die fehlende Integration der Basismodelle von OneKey. Ansonsten haben wir auch im DeFi-Space einige Transaktionen mit dem OneKey vorgenommen. Die Transaktionsbestätigungen funktionieren alle fehlerfrei und gehen leicht von der Hand. Und zu guter Letzt ist uns auch noch aufgefallen, dass eine Sache sehr, sehr positiv ist. Und zwar, es sind keine Aktualisierungen von separaten Anwendungen auf der Wallet notwendig. Wir kennen das von der Firma Ledger, wo für jede Blockchain eine eigene Anwendung notwendig ist. Also für Ethereum, für Monero, für Solana und so weiter und so fort. Und diese einzelnen Anwendungen, diese einzelnen Mini-Apps, die auf den Ledger draufgeladen werden, hin und wieder Aktualisierungen notwendig sind, was zum Teil relativ zeitintensiv sein kann. Das ist bei OneKey hier nicht der Fall. Nur die Firmware soll aktuell gehalten werden und dann wisst ihr auch, dass alle anderen Anwendungen hier funktionieren. Das ist ebenfalls sehr, sehr clever und vor allem komfortabel gelöst worden und ist positiv hervorzuheben. Fassen wir als Fazit noch einmal zusammen. OneKey überzeugt in fast allen Bereichen. Erstens, die Verpackung, die Aufmachung, die Haptik, die Qualität des Produktes scheinen wirklich sehr hochwertig zu sein. Als einziges fragen wir uns, ob die Stabilität auch ähnlich wie beim Ledger hier gegeben ist. Zweiter Punkt, die Einrichtung ist wirklich kinderleicht. Sie ist logisch und durchdacht und deswegen kommen Anfänger und Profis hier gleichsam gut zurecht. Dritter Punkt, die Software ist stimmig und die Web3-Kompatibilität wurde über einen Umweg durch die Browser-Funktion sichergestellt und das sind definitiv Punkte, da hat OneKey tatsächlich auch Punkte gesammelt. Allerdings ist hier auch natürlich zu nennen, dass die ohne Akku-Variante des OneKey Classic mehr als 50% teurer ist als der Ledger Nano S Plus, wenn man hier einen direkten Vergleich ziehen möchte. Die Frage ist dieser Aufpreis gerechtfertigt? Und das könnt ihr natürlich nur selber entscheiden. Wir hoffen allerdings, dass wir euch mit diesem kurzen Review und Testbericht dabei helfen konnten, eine gute Entscheidung zu treffen. Falls ihr euch tatsächlich für die OneKey Wallet entscheiden wollt, dann erhaltet ihr mit dem Link, den ihr in der Videobeschreibung findet, 10% Rabatt auf den Kaufpreis eurer OneKey Wallet, egal ob ihr jetzt ein günstigeres Modell oder ein teureres Modell euch auswählt. Was auch die OneKey Wallet oder der Ledger nicht zu euch sein sollte, könnt ihr euch einfach nur erkenntlich zeigen, indem ihr einen Daumen hoch in diesem Video hinterlasst. Und was uns noch zu guter Letzt interessieren würde, welche Hardware-Wallet nutzt ihr denn vielleicht auch schon, beziehungsweise mit welchen Modellen liebäugelt ihr und vor allem warum? Schreibt gerne unten in die Kommentare euren Senf dazu, das würde uns wirklich sehr interessieren. Ansonsten sagen wir immer vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, wir sehen uns dann bis zum nächsten Video.